Jetzt. Ja, Tommy ist jetzt mit auf dem Album auch. Tommy kommt noch mit drauf. Weil wir gemerkt haben, wenn wir wir wollen ja dieses Album machen mit diesen ganzen Geschichten, die man auch seinen Freunden erzählen würde. Und dann gehört Tommy irgendwie doch damit drauf. Wir haben jetzt an den Songs weitergearbeitet, haben noch an ein paar neuen Sachen gearbeitet. Und ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viele Tonspuren so eingespielt. Und bisher bin ich ganz zufrieden. Wir sind gerade bei der Setlist ein bisschen am rumdoktoren, weil wir doch mehr Songs haben, als wir auf ein Album bringen wollen, glaube ich. Aber wir bleiben dann ja immer Freunde mit den Songs. Genau, vielleicht kommen sie auch noch mal wieder. Vielleicht trifft man sich noch mal auf eine Limo. Ja, also ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Klavier. Ich glaube, ich habe mit Tommy ein Problem mit dem Klavier. Weil es hat kaum Attack, das Klavier. Und ich brauche für diesen Refrain, wenn es nur diese 4 Tasten sind, einfach prägnante, klare, die werden nie knackig, egal wie fest ich spiele, die bleiben immer so. Weißt du, was du meinst? Ich hab Heim, ich will mal wieder im Rhein stehen, einfach hinein. Zuschauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommy, ich glaub, ich hab Heimweh. Vielleicht liegt es am Licht und wie es sich gerade bricht. Oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy, vielleicht ruf ich an, damit du sagst, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht schneiden will, aber ich finde den Take super. Das Tempo war super. Albumtitel haben wir uns eigentlich fast schon für entschieden. Ja. Also es ist Abend und wir sitzen bei mir, weil das so was Schönes, Intimes auch hat, dass man jemanden zu sich einlädt. Jetzt saßen auch hier die ganze Zeit Leute bei uns hier in diesem Raum, aber auch so ein bisschen dieses Gefühl von, man lädt sich wen zu Hause an seine Küche ein oder auf seinen Balkon und erzählt irgendwie Sachen. Die ersten Menschen, denen man auch Lieder zeigt, sind oft Freunde und das ist einfach peinlich auf eine Form, wenn das keine Songs sind, die man jetzt gerne seinen Freunden zeigen würde irgendwie und irgendwie denkt, das wären jetzt auch in Anführungsstrichen Sachen, die ich dir auch einfach erzählen würde, weil wir befreundet sind irgendwie. Der Albumtitel gibt das so ein bisschen oder bildet das so ein bisschen ab. Das sind, glaube ich, auf jeden Fall einige Texte auf dem Album, die wirklich inhaltlich genau so klingen, also wie so ein Gespräch irgendwie abends, wenn man so ein bisschen beduselt ist und dann irgendwie so in Erinnerung schwelgt oder sowas, wie so beim Orangenlied oder bei als ich ein Kind war oder sowas. Eher so persönliche kleine Geschichten. Ne? Genau. Es gab keinen Bildschirm neben dem Bett. Das Telefon hatte ein Kabel. Es war nicht alles so gut damals, ICQ war schon ganz leicht. Früher waren wir Riesen und die wurden arm. Als ich ein Kind war, gab es kein Insta. Dafür jeden Tag ab 3 RTL 2. Also ich fand das auch beim Hören nur mit Stimme einfach kurz, dass ich dachte, oh, Chrissy hat auch letztens nochmal vorgeschlagen, so ein reiner Drum, oder was heißt reiner, aber
nicht groß instrumentierter Drum-Gesangssong war, so ein Input von Frizzy. Und dann dachte ich, als nur kurz Stimme war, dachte ich, es ist auch irgendwie reizvoll, weil es so krude ist. Ja. Als ich ein Kind war, gab es keinen Star. Dafür jeden Tag ab 3 RTL 2. Es war nicht alles gut am Morgen, als EQ war schon ganz nah. Es ist auf jeden Fall anders, wie man, glaube ich, an einem Album arbeitet als Band, wenn es das 4. Album ist, als wenn es das 2. Album ist. Sind alle sehr viel entspannter, sind alle sehr viel gelassener. Wir haben heute Morgen erst drüber gesprochen, dass das Album relativ vielfältig ist, aber eher so in der Hinsicht, dass es ganz viele verschiedene Aspekte der Band gut zusammenfasst. Sommersonne, Kuchengabel, eiskalte Limonade, Sonnenbrille ist ein Muss und Filterkaffee ein Genuss. Ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, dass man den so ein bisschen aus diesem Kleinkunst-Feel Auf jeden Fall rausholt und du vielleicht packst dir mal deine neue E-Klampfe und du spielst irgendwie die weirde Tele und man macht es so ein bisschen oldschool bluesy irgendwie und guckt einfach mal, wie der sich anfühlt, wenn man einfach so einen komplett anderen Klangvibe hat. So. Der Erdbeerkuchen, den musst du mal versuchen. Der Erdbeerkuchen, den musst du mal probieren. Der ist nicht mehr lange hier. Ich geb dir das Rezept, der steht am besten abgedeckt. Ich hab mal wen damit geweckt. Also nach unten hin. Genau.